Lace-Haarsysteme stehen für absolute Natürlichkeit und Perfektion und Atmungsaktivität. Damit diese Haarsysteme auch richtig zur Geltung kommen, ist es wichtig, dass sie absolut super verklebt werden. Wie diese verklebt werden mit der richtigen Technik, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Channel. Hier geht es rund um das Thema Haare. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du eine Lacefront von einem Haarsystem perfekt klebst und die Haarlinie super natürlich rauskommt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Bevor du anfängst, deine Lacefront von deinem Haarsystem zu verkleben, ist es wichtig, dass Haut- und Haarsystem öl- und fettfrei sind. Wir verkleben die French Lace von Alex mit einem Flüssigkleber, in dem Fall mit unserem Clear Bond. Eine sehr wichtige Information für euch vorab ist, dass ihr den Flüssigkleber bitte nicht auf die Lace auftragt, sondern direkt auf die Kopfhaut. Bevor ihr nun den Flüssigkleber auf die Kopfhaut auftragt, ist es wichtig, dass ihr mit einem Kajal eure vorderste Lace-Kontur einmal anzeichnet. Meine Empfehlung an euch ist, dass ihr den Flüssigkleber mit einem Pinsel auftragt. Wichtig hierbei ist, dass der Flüssigkleber hinter die angezeichnete Linie aufgetragen wird und nicht auf die Punktierung, weil sonst bekommt ihr die Punkte nicht mehr weg, weil der Flüssigkleber darüber trocknet. Nachdem der Kleber aufgetragen wurde, ist dieser weiß. Wichtig ist hierbei, dass er anwendungsfähig ist, sobald er seine weiße Farbe verloren hat und transparent ist. Während der Trocknungszeit könnt ihr mit Hilfe eines Q-Tips und dem Cleansing Tonic die Markierungen wegwischen. Ein kleiner Expertentipp von mir ist, dass ihr lieber 2 dünne Schichten als eine dicke Schicht Flüssigkleber auftragt. Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit, wenn der Kleber transparent geworden ist, könnt ihr einen kurzen Klebertest machen, indem ihr mit einem Gegenstand gegen den Flüssigkleber tippt. Solltet ihr einen kleinen Widerstand spüren, ist der Kleber bereit zum Auftragen mit der Lace. Wieder ein kleiner Tipp von mir: Sobald ihr bereit seid, die Lace an den Flüssigkleber zu drücken, würde ich euch raten, einen Gegenstand zur Hilfe zu holen, in dem Fall zum Beispiel einen Stielkamm. Und dann ist es wichtig, dass ihr die Lace sorgfältig, langsam und aber trotzdem mit Spannung abrollt. Achtet bitte darauf, dass die Lace faltenfrei angedrückt wird und dass bitte keine Finger an die Lace oder an den Kleber kommen, weil dadurch die Klebekraft verringert werden kann. Sollte eure Lacefront sitzen und kleben, könnt ihr natürlich mit Hilfe eurer Finger den hinteren Teil hinter der Lace andrücken und fixieren. Ja ihr Lieben, ihr seht selber, das Ergebnis spricht für sich und kann sich sehen lassen, und das mit einer French Lace wohlgemerkt. Ich würde euch gerne jetzt nochmal ein paar Expertentipps geben. Fangen wir mal an. Expertentipp Nummer 1 wäre zum Beispiel, dass ihr möglichst Sport und Wasser vermeiden solltet, indem ihr mit Flüssigkleber verklebt, zumindest, sage ich jetzt mal, in den ersten 4-5 Stunden, damit der Kleber nochmal so ein bisschen nachziehen kann und nochmal nachtrocknen kann. Der zweite Expertentipp ist natürlich, dass ihr möglichst die Finger von eurer Lace lasst, weil, ich sage jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, ihr geht vorher irgendwie was essen, meinetwegen Döner, und habt nochmal Ölreste an den Händen, geht dann an die Lace. Damit kann natürlich auch leicht passieren, dass die Lace sich lösen kann, weil wohlbekanntlich löst ja Öl auch Kleber. Expertentipp Nummer 3 wäre, dass ihr hinter die Lacefront, also hinter dem Flüssigkleber zum Beispiel mal einen Klebestreifen anbringt. Das würde nochmal für mehr Stabilität, Sicherheit und Klebekraft sorgen. Bei diesen 3 Expertentipps bin ich mir sicher, dass du gut gerüstet bist, um eine perfekte Haarlinie ständig vorzeigen zu können. Das war jetzt eine Flüssigkleberverklebung mit einem French Lace System. Wenn du mal die Unterschiede hören möchtest zwischen einem French Lace und einem Swiss Lace System, dann empfehle ich dir genau dieses Video zu schauen, weil da erkläre ich dir die Unterschiede der einzelnen Materialarten.